Ja, hallo Leute, willkommen bei Bushcraft and Nature. Heute geht es mal um Tarpaufbau für die Hängematte. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr aus einem ganz normalen 3x3 Meter Tarp hier einen trapezförmigen Aufbau für die Hängematte machen könnt, ohne euch ein extra Tarp kaufen zu müssen. Außerdem hat es noch einen weiteren Vorteil. Ihr könnt die eine Seite dann bis nach unten ziehen. Das ist mein Lieblingsaufbau, aber das zeige ich euch gleich. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Die Hängematte habe ich schon abgespannt. Also wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Tarp aufbauen. Ich muss sagen, zu der Hängematte hier, damit ihr das von der Größe dann auch mal seht, das ist eine 3 Meter Hängematte. Das ist also eine lange. Das sind nicht diese kurzen 2,75 oder 2,74, was die Hängematten immer haben. Das ist also eine lange, praktisch da, wo man auch prima bequem drin schlafen kann. Okay, dann würde ich sagen, fange ich mal an und hänge erstmal die Ridgeline über der Hängematte auf. Dazu benutze ich natürlich wieder meine Universal Ridgeline. Die passt für die Hängematte natürlich auch. Auf die Funktionsweise der Universal Ridgeline gehe ich jetzt nicht näher ein. Wen das interessiert, bitte das Video schauen zur Universal Ridgeline. Da ist alles ganz genau beschrieben. Also ich mache jetzt erstmal die Ridgeline auf der einen Seite natürlich fest, wie gehabt. Wichtig hierbei ist, dass ihr natürlich auch genau hier in der Mitte von dem Baumgurt von der Hängematte bleibt, dass das nachher schön die Spitze genau über der Mitte von dem Baumgurt hängt. So, dann gehen wir mit unserer Ridgeline natürlich zur anderen Seite, machen es da auch am Baum fest. Auch hierbei ist es wieder wichtig, dass ihr hier mit dem Baumgurt eine Flucht habt, damit nachher die Spitze als Regenschutz über dem Baumgurt ist. Jetzt müssen wir uns noch einen von den Prusik-Schnüren hier nach drüben holen auf die andere Seite, um das Tarp dann aufzuhängen. Das schiebe ich mal ganz hier rüber. So, jetzt nehmen wir hier unser 3 Meter Tarp und legen das hier in der Diagonalen über unsere Ridgeline. Was ihr beachten müsst ist, diese 3x3 Meter machen in der Diagonalen 4,21 Meter aus. Das heißt, der Mindestabstand, den ihr zum Spannen braucht auf der Ridgeline, ist 4,21 Meter. Das heißt, wenn die Bäume dichter zusammenstehen, könnt ihr den Aufbau gar nicht machen. Okay, dann hole ich das Tarp mal raus. Das ist jetzt hier, bevor Fragen kommen, das Varus Teleka Tarp in M05. Und das lege ich jetzt hier diagonal rüber. Suche mir eine Spitze, hänge die dann hinten in meinem Prusik ein. Verschließe das hier mit den Jungle Knot. Dann habe ich das hier schon fest, wie ihr seht. Und dann gehe ich mit der anderen Spitze von der Diagonalen auf die andere Seite und mache das gleiche. So, dann nehmen wir hier den Prusik. Hängen das hier wieder mit dem Jungle Knot ein. So, jetzt ist es fest. Ganz spannend tue ich es noch nicht,
weil jetzt lege ich erstmal das Tarp über die Ridgeline. Dazu nehme ich jetzt hier die hintere Spitze und kann das dann schön hier rüberziehen. So, jetzt können wir das noch ein bisschen straffer abspannen. Wichtig dabei ist natürlich, dass er das ziemlich mittig macht über die Hängematte. Ich glaube, ich gehe jetzt noch ein Stück hier. So, ja, das sieht gut aus. Hier habt ihr dann halt den Regenschutz und das Ganze hier auch noch. Ja. So, jetzt hängt unser Tarp diagonal über der Hängematte. So sieht das jetzt aus. Was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist hier Schnüre zum Abspann befestigen. Ich habe die nicht automatisch da dran, weil ich das Tarp ja natürlich auch für was anderes nutze und nicht nur für die Hängematte. Also mache ich jetzt hier erstmal Schnur ran und dann machen wir mit dem Aufbau weiter. Dann zeige ich euch doch gleich mal in dem Zusammenhang den Knoten, den ich immer für die Tarpschlaufen benutze. Und zwar gehe ich hier einfach einmal durch, einmal um die Schlaufe rum und stecke das dann hier wieder durch, doppelt. Ist ein bisschen schwierig vor der Kamera, so sieht es dann aus. So, das ist natürlich jetzt hier mit den breiten Schlaufen noch schwieriger, weil die sind relativ fest. Wenn ihr jetzt weiche Schlaufen habt, dann zieht sich das richtig schön fest. Auf jeden Fall sieht es dann so aus. Und nachher, wenn ihr es lösen wollt, braucht ihr eigentlich nur noch hier an dem Ende ziehen und das ist sofort wieder lose. Also eigentlich nur durchstecken, einmal rumgehen und hier wieder durchstecken. Doppelt, damit ihr das wieder rausziehen könnt. So, dann ziehen wir das Ganze an. Und schon ist das Paracord bombenfest mit dem Tarp verknotet. Ich habe die Schnüre jetzt angebracht hier, auf jeder Seite eine, wie es beim Trapezaufbau ja auch sein muss. Zu beachten ist, dass ihr hier praktisch von der diagonalen Seite die mittelste Lasche nehmt, also die zweite von oben. Und was ganz wichtig ist, ist, dass euer Tarp auch genug Abspannlaschen hat, also nicht nur hier in der Mitte von der Seite, sondern noch eine zusätzliche, weil die benötigen wir nachher, um die Trapezform zu binden. Okay, dann spanne ich jetzt erstmal hier die beiden Seiten nach außen, dass wir mal das Trapez hinbekommen. Fangen wir mal mit der hinteren Seite an. Jetzt noch die andere Seite. Hier ist es bei mir ein bisschen tricky, weil bei mir hier der Boden abfällt. Das ist ein Hang hier an der Seite. Da muss ich das hier noch ein bisschen erhöhen. Dann nehme ich hier einen Stock oder irgendwas, weil ich möchte es ja in der gleichen Höhe haben, so dass ich dann auch rausschauen kann. Dazu wickle ich das hier einfach einmal rum, gehe dann hier unten durch und lege die Schleife wieder hier oben rum. Das ist wie beim Schlaufen-Klemmknoten. Dann habe ich hier den Stock schön eingebunden und kann das Ganze dann unten am Hang abspannen. Bisschen schwierig. Jetzt Blätter. Bisschen Dschungel hier, das Ganze. So, so wird's was. Wichtig ist auch, dass ihr das nicht zu stramm abspannt. Sonst zieht euch das Tarp rüber. So, jetzt haben wir hier die eine Seite praktisch wie ein Trapez schon abgespannt. Ich mache jetzt noch meinen Stock hier richtig.
dass das vernünftig steht. So, wunderbar. So ist es schon fast perfekt. Und wie gesagt, hier noch nicht zu viel Zug drauf geben. Erst die andere Seite machen, sonst zieht ihr das Tarp einseitig über die Ridgeline, weil ihr habt jetzt noch keinen Gegenzug. Jetzt bin ich wieder auf der anderen Seite. Hier könnten wir jetzt eigentlich auch das gleich machen. Wir würden jede zweite Lasche nehmen, würden da Schnüre ranmachen und würden uns dann hier auch die Trapezform machen. Aber ich mache es in diesem Falle nicht so, weil deswegen ist es einer meiner Lieblingsaufbauten. Ich hätte jetzt gerne zur anderen Seite Sicht und hier aber einen Wind- und Regenschutz, um noch Ausrüstung zu verstauen. Und da habe ich halt den Vorteil gegen so einen normalen Trapeztarp, dass ich hier wirklich das ganze Tarp halt mit der Spitze bis nach unten ziehen kann. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe mir hier jetzt schon ein Holzhering eingetrieben, weil der Boden recht weich ist. Jetzt mache ich mir hier einfach meinen Spannknoten, gehe hier rum und spanne das Tarp ab. Wenn ihr es bis unten haben wollt, könnt ihr das natürlich auch hier weiter ransetzen. Ich wollte es jetzt noch ein bisschen hoch haben. So, und jetzt bringe ich hier Zug schon mal auf das Tarp, dass wir auf der Gegenseite auch dann spannen können. Gucken, wie stramm es wird. Gehen wir hier noch ein Stück runter. So, ja, wunderbar. So mache ich es fest. Super. Und was auch immer ganz wichtig ist, nur mal so am Rande, ihr habt ja jetzt hier den Truckers Hitch und nie die Enden hier irgendwo rumhängen lassen. Das sind die reinsten Stolperfallen. Ich wickel das immer gleich auf, wenn ich es festmache und stecke es dann durch die Schlaufe vom Truckers Hitch und mache es dann fest. Ich zeige euch das mal im Nahen. Schlaufe vom Truckers Hitch. Hier ist euer restliches Seil. Einfach aufwickeln, schön um die Hand rum, bis alles aufgewickelt ist. Ja, der will nicht. So, dann nehmt ihr das hier und steckt das einfach hier durch die Schlaufe und zieht es fest. Habt ihr damit den Truckers Hitch noch mal gesichert und ihr habt eure restliche Paracord-Schlaufe hier sauber versorgt. So sieht das Ganze jetzt aus. Hier habt ihr die Seite, die ganz bis runter geht. Da kann man dann sein Gepäck runter verstauen oder auch kochen bei Regen. Also das finde ich sehr praktisch. Die eine Seite lasse ich persönlich immer unten oder so halb hochgespannt, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Hier auf der anderen Seite, da sind wir noch nicht fertig. Da wollten wir dann eigentlich rausschauen. Da hängt jetzt noch der Lappen von dem restlichen Trapez da, was noch über ist. Das zeige ich euch aber gleich. Ja, und hier noch mal ein paar Nahaufnahmen. Wichtig natürlich auch, dass er hier einen Tropfstopp an den Hängemattengurt macht. Ich habe jetzt hier meine selbstgebauten genommen. Ihr könnt aber auch irgendwas anderes nehmen. Ja, hier oben das abgespannte Tarp. Die Schlaufe ist sogar schön, die Mittelschlaufe sogar schön in der Mitte. Ich werde jetzt die Seiten auf der anderen Seite auch noch nachspannen. Ja, und hier haben wir jetzt praktisch das ein bisschen hier an dem Stock hochgespannt, damit wir nachher hier schön rausgucken können. Und dann geht das hier runter ins Gebüsch an den Hang und ist dann da festgespannt. So, jetzt sind wir mit dem Tarpaufbau fast fertig, aber was Wichtiges haben wir vergessen. Na, die Tropfschnüre. Und zwar brauchen wir noch Tropfschnüre fürs Tarp, weil sonst läuft das Wasser an der Ridgeline und das Tarp und kann bei Starkregen da reintropfen. Und ich habe hier Buchenrinde, da ist es noch besonders extrem bei Buchen, weil die Rinde sehr glatt ist und das Wasser wirklich an der Oberfläche lang läuft. Also unbedingt die Tropfschlaufen befestigen. Das mache ich jetzt erstmal, bevor ich es nämlich nachher vergesse. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Hier ist meine Tropfschlaufe. Ich habe 2 Stück davon natürlich für jedes Ende. Ich binde die immer gerne so zusammen, dann habe ich die
zusammen und dann brauche ich es bloß auseinanderziehen und dann habe ich jeweils für jedes Ende eine. So kann ich sie nicht verlieren. Vielleicht auch noch ein kleiner Tipp. Ja, und dann gehen wir hier einfach um unsere Ridgeline wie beim Prusik einmal und nochmal durch. So, ziehen das schön zusammen, richten das aus, seht das, und setzen die hier vors Ende vom Tarp. So, jetzt kommt das Wasser hier die Ridgeline runter und tropft hier ab, von mir aus auch auf den Baumgurt. Das macht nichts, weil da unten habe ich ja den anderen Tropfstopp auch noch dran. Okay, das mache ich jetzt auch noch auf der anderen Seite. Auch hier einfach zweimal rum, einmal, zweimal durchziehen, ausrichten, anziehen, vors Tarp und fertig. Okay, kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Wie kriegen wir jetzt die Trapezform hin? Dazu nehme ich ein Stück Paracord. Auf der einen Seite habe ich mir jetzt hier eine Schlaufe eingeknotet mit einem Palsteg. Ihr könnt auch irgendeinen anderen Knoten nehmen. Ja, und jetzt gehen wir mal in das Tarp und machen mal die Trapezform. Ich hoffe, ich kriege das so auf die Kamera gebannt, weil A, ist es da unten drunter natürlich dunkel und B, ist es jetzt schwierig mit dem Film. Ich schaue mal, ob ich das Stativ irgendwie so aufstellen kann, dass man die ganze Fläche sieht. Ich versuche es mal. Also, los geht's. Hui, das wird schwierig, ich merke das schon, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Also, ich nehme mir jetzt einfach die Spitze von unten und stecke die jetzt oben unter die Ridgeline. Ich klappe mal die Kamera nach oben, ich hoffe, man sieht es dann. Ja, ich versuche es mal. Freihand ist, glaube ich, besser. So, also wir nehmen das Ende. Hier oben ist ja die Mitte von unserem Tarp. Da ist die Ridgeline. Und da gehen wir jetzt mit der Schlaufe drunter durch. Seht ihr das? Und jetzt müssen wir hier durch die Schlaufe unser Paracord stecken. Mit der Schlaufe. So. Die hängt dann hier so drin. Ja, es ist auch noch vor dem Tarn echt schwierig. So, und jetzt gehen wir ganz einfach mit unserem restlichen Paracord, die Schlaufe lassen wir hängen. Und jetzt gehen wir mit unserem restlichen Paracord hier durch die Seitenschlaufe. Jetzt muss ich aber wieder das Stativ nehmen, sonst habe ich die Hände nicht frei. Moment. Wow, das ist schon schwierig mit der Kamera hier drunter einzufangen. Also hier oben haben wir unsere Lasche, da geht das Paracord durch. Und ihr geht jetzt eigentlich, hier hat es noch die zwei Laschen. Da geht ihr mit eurer Schnur durch. Einmal hier. Ist ein bisschen lang jetzt, also da reicht auch eine kürzere, aber ich wollte jetzt nicht extra meine langen Schnüre hier zerschneiden. So, dann haben wir einmal das Ende eingebunden. Das gleiche machen wir jetzt auf Seite. So, ziehe das auch hier durch. So, und dann können wir das hier durch die Schlaufe ziehen und können das, seht ihr, wie so ein Dreieck spannt sich das. Und ich mache dann einfach hier so einen Knoten wie beim Truckers Hitch. Ich zeige euch das gleich noch mal von nahen. So, und schon haben wir unser Trapez fertig. Jetzt versuche ich noch mal eine Nahaufnahme zu machen, dass man es besser nachvollziehen kann. Hier ist also unsere Spitze, die können wir auch verschieben. So, dann geht hier das Paracord lang, hier zur Eckschlaufe, ist wie so ein Dreieck, geht dann hier rum und hier ist es dann mit dem Knoten, mit dem Truckers Hitch sozusagen in der Schlaufe hier, also es ist das gleiche Spannpatent, ist es dann verknotet. Und hier kann ich dann auch wieder das Seil aufwickeln und das darunter verstauen. Ja, und so spannt ihr praktisch die Seiten hoch. Wenn ihr beide Seiten machen wollt, könnt ihr das hier auch ein bisschen verschieben. Dann kann das eine Ende hier liegen, das andere da. Dann könnt ihr das auf beiden Seiten praktisch hier so umlegen. Also es geht auch, wenn ihr die Trapezform auf zwei Seiten macht. Aber ich wollte ja praktisch den Aufbau so haben. Jetzt zeige ich euch das nochmal, wie es von innen aussieht dann. So hochgebunden ist also ein sauberes Trapez. Ich habe hier meine Aussicht, kann schön
aus der Hängematte da auf die Berge schauen. Ja, und hier oben zeige ich euch nochmal, das habe ich jetzt hier richtig aufgewickelt. Habe es eigentlich genauso gemacht wie beim Truckers Hitch am Hering Cup. Das restliche Paracord aufgewickelt und dann durch die Schlaufe festgezogen, dass euch das hier unter der Hängematte, unterm Tarp an der Hängematte nicht runterbaumelt und stört. Und dann ist das ordentlich versorgt. So, dann schauen wir uns mal das Ganze von außen an. Dann sieht es so aus. Also es ist ein wunderbarer Trapezaufbau wie bei den Tarps für die Hängematten. Ich gehe noch mal von oben ran. Da sieht man es auch noch mal sehr schön. Eine saubere Kante. Also das sieht auch nicht irgendwie improvisiert aus. Das ist richtig schön. Und hier seht ihr schon, hier können wir dann wunderbar unten drunter durchgucken, können die Aussicht genießen. Hier nochmal unser Regenschutz, hier der Tropfstopp von der Ridgeline. Hier ist ein ganzes Stück noch bis zur Hängematte. Das ist alles überdacht hier. Also da kommt auch kein Regen hin bis zu dem Punkt. Da seid ihr wirklich geschützt. Da mache ich mit euch jetzt nochmal so einen Rundgang, damit ihr mal seht, wie das so im Gesamten der Aufbau aussieht. Hier ist dieses spitze Ende. Da wäre dann jetzt Platz für die Ausrüstung. Das stelle ich nachher mal darunter. Da können wir das sehen. Dann ist hier die Hängematte. Drunter, wie ihr seht, genügend Platz. Und da haben wir dann die andere Seite mit dem Trapez, wo wir rausschauen können. Ich finde, das M05 Finish Tarn fügt sich unheimlich gut auch jetzt bei der Jahreszeit hier in den Blätterwald ein. Ich bin eigentlich begeistert. Ich benutze es schon das ganze Jahr. Und ich muss sagen, dieses Tarnmuster passt eigentlich zu jeder Jahreszeit. Und das Lager mal von der Ferne. Die Kamera verzerrt das Ganze, aber ich bin jetzt ungefähr so 20 Meter weg. Gehen wir noch ein Stück. Also wie ihr seht, das Ganze fügt sich wunderbar in die Natur ein. Das ist schön getarnt. Ich habe jetzt noch mal für euch meine Ausrüstung zur Veranschaulichung hier runtergelegt. Also wie ihr seht, ihr habt hier wie beim Zelt so eine Absiede praktisch durch den Zipfel. Und das finde ich ist ein Riesenvorteil gegenüber so einem Hängematten-Tarp, weil ich habe hier das ganze Stück noch. Ich könnte auch hier abspannen, zweifach und das Teil noch nach unten ziehen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall habt ihr hier wirklich noch mal explizit Platz, um schön vernünftig drunter zu kochen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Hängematte und schauen uns an, wie es von innen aussieht. Trotz der heruntergezogenen Seite kann man hier wunderbar noch rausschauen, wie ihr seht. Hier ist, wie gesagt, die Ausrüstung verstaut, ist dann auch regenfest. Ja, da ist dann die Hängematte drunter. Und hier ist dann unsere Seite, wo wir dann rausschauen. Hier ist die Trapezform. Und wie ihr seht, haben wir da wunderbare Sicht. Da können wir wunderbar aus der Hängematte schauen. Und das liebe ich halt so und deswegen liebe ich auch diesen Aufbau so. Hier nochmal unsere Paracord-Triangel. Ich hoffe, man sieht es, ist recht dunkel hier drin. Da könntet ihr zum Beispiel aber auch noch an dem Paracord irgendwelche Sachen befestigen, Socken zum Trocknen aufhängen und so weiter. Ist gleichzeitig noch eine praktische Ablage. Ich habe jetzt mal die Stirnlampe genommen, weil es hier drin so dunkel ist, dass ihr das noch mal seht. Hier ist es zusammengebunden, ne, mit der Schlaufe und gespannt wie beim Truckers Hitch. Und dann darum gebunden. Ihr könnt auch weniger Schnur nehmen. Also ich denke 2 Meter Paracord wird hier auch reichen. Aber wie gesagt, ich wollte meine Schnur nicht zerschneiden. Also hier auf jeden Fall dieses Dreieck, wo wir das mit zusammenbinden. Und dann haben wir die Tarpseite hier mit hochgespannt. Und oben seht ihr schon
Da ist es umgeschlagen und das könnt ihr mit der anderen Seite natürlich daneben genauso machen. Das lässt sich auch verschieben in die Richtung, also das passt schon. An den Enden ist jeweils auch noch genügend Überlappungen, damit garantiert kein Regen rankommt. Hier nochmal die Aussicht von der hochgebundenen Seite und da das andere Ende. Hier seht ihr nochmal den Platz vor den Füßen. Da steht die Ausrüstung. Also hier kann man auch wunderbar drunter kochen, wenn es regnet. Den Stock, den ich hier eingebunden habe, den braucht ihr normalerweise natürlich nicht. Das war jetzt bei mir nur so, weil da unten das Gefälle ist, weil dann ging die Schnur zu flach, sonst wäre das hier zu tief gekommen und dann hätte ich hier nicht rausschauen können. Aber das geht auf einem ebenen Boden auch ohne Stock. So wie auf der Seite hier, seht das ja, da ist es ganz normal abgespannt. Da braucht ihr nichts weiter. Ja, das war die Vorstellung. Jetzt wisst ihr, wie ihr aus dem handelsüblichen 3×3 Meter Tarp so eine Trapezform hier für die Hängematte machen könnt. Ganz einfach mit einem Stück Paracord, circa 2 Meter, könnt ihr euch das hochspannen. Und das sieht super aus. Ich liebe diesen Aufbau, vor allen Dingen auch mit dieser Option hinten auf der anderen Seite, dass ich da halt noch Schutz habe, um zu kochen, meine Sachen unterzustellen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video wie immer gefallen. Dann würde ich mich an dieser Stelle hier von euch verabschieden. Werde mir jetzt noch einen Kaffee kochen und noch ein bisschen die Natur genießen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Detlef. Ciao, tschüss.